Wir rasen mit Vollgas über die Dünen. Links und rechts nur Sand. Der Wagen kippt leicht zur Seite und wir merken, dass das hier kein normaler Ausflug wird. Willkommen in der wilden Dubai-Wüstensafari. Schon bei unserer Rundreiseplanung war klar, eine Wüstensafari muss unbedingt dabei sein. Deshalb haben wir den Ausflug direkt im Voraus gebucht. In diesem Video zeigen wir dir unsere persönlichen Highlights. Mit Quads in den Dünen, einen Ritt auf Kamelen, Sandboarding und einer wilden Fahrt durch die Wüste. Ob wir das mit dem Sandboarding wirklich hinbekommen haben und worauf du beim Dünenbashing unbedingt achten solltest, damit es dir nicht so ergeht wie einer Teilnehmerin, erfährst du in diesem Video. Alle Infos zur Tour, zur Dauer und Tipps für deine Buchung findest du unten in der Videobeschreibung. Los geht's! Unsere Tour sollte eigentlich um 9 Uhr starten. Die Abholung vom Hotel war für 8 Uhr geplant. Doch unser Guide stand schon um 7:30 mit seinem Allradfahrzeug vor der Tür und so ging das Abenteuer früher los als gedacht. Mit im Wagen ein Paar aus NRW, das genauso gespannt war wie wir. Der erste Stopp, ein Quadbike-Camp mitten in der Wüste. Zwischen Sand und Palmen gab's Wasser, Verkaufsstände mit Tüchern und Schmuck, eine Falkenstation, Toiletten und sogar eine Shisha-Ecke im Schatten. Nach einem kurzen Aufenthalt ging es auch schon los. Einweisung aufs Quad, Helm auf und ab in den Sand. Das Gelände war riesig. Über mehrere Dünen hinweg konnten wir frei fahren und uns so richtig austoben. Nach dem Quad-Abenteuer ging es direkt weiter, denn das war erst der Anfang unserer Safari. Jetzt war erstmal Entspannung angesagt. Es ging zum Kamelreiten. Im Vergleich zur wilden Fahrt mit dem Quad war das ein ruhiger Moment, mit weitem Blick über die Dünenlandschaft. Nur das Auf- und Absteigen war etwas aufregend, denn diese Tiere sind ziemlich groß. Nach dem ruhigen Kamelausritt über die Dünen ging es direkt weiter zum Sandboarding. Wir haben erstmal zugeschaut, wie die anderen es gemacht haben und ehrlich gesagt, niemand kam wirklich heil die Dünen hinunter. Zum Glück hatten wir einen Guide, der sich wirklich Zeit genommen hat. Er hat uns genau erklärt, wie man richtig startet und uns vorsichtig in die Düne geschoben. Und siehe da, wir haben es tatsächlich geschafft, die Düne komplett auf dem Board herunterzufahren. Das hat richtig Spaß gemacht und der Weg zurück nach oben war weniger anstrengend als gedacht. Übrigens, das Board nimmt ordentlich Tempo auf und ja, natürlich sind wir auch mal gestürzt. Das Finale unserer Wüstensafari war das Dune-Bashing. Du sitzt dabei in einem Geländewagen und der Fahrer nimmt dich querfeldein mit durch die Dünen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Surfen, nur mit Reifen. Links und rechts fliegt der Sand durch die Luft. Der Wagen kippt immer wieder von einer Seite zur anderen und man wird ordentlich durchgeschüttelt. Für die eine Teilnehmerin aus NRW war das allerdings zu viel. Sie musste sich nach der Fahrt übergeben. Der Trick, um das zu vermeiden, ist eigentlich ganz einfach und steht sogar in der Ticketbeschreibung. Vorher nichts essen, Frühstück weglassen und dein Magen kommt mit dem Abenteuer locker klar. Und genau das bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt. Der Ausflug ist actionreich und es kann immer etwas passieren. Beim Quadfahren, beim Sandboarding und auch beim Dune-Bashing. Deshalb hier noch einmal die Erinnerung. Schließ unbedingt eine Reiseversicherung für deinen Urlaub in den Emiraten ab. Die kostet gerade mal rund 15 € im Jahr und kann dir im Ernstfall viel Ärger und hohe Kosten ersparen. Alle Infos zur Tour, zum Anbieter und zur Versicherung findest du unten in der Videobeschreibung. Nach dem Dune-Bashing ging es für uns übrigens direkt zurück ins Hotel. Mit jeder Menge Sand in den Schuhen und noch mehr Eindrücken im Kopf. Danke, dass du mitgekommen bist und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo. So verpasst du keine unserer nächsten Rundreisen.